Kennst du das? Du sitzt etwas länger und wenn du aufstehst, brauchst du erstmal ein paar Sekunden, bis dein Körper wieder in Gang kommt? Viele Menschen mit Hüftarthrose beschreiben genau dieses Gefühl. Anlaufschmerzen, Steifigkeit, Unsicherheit bei Bewegung. Wichtig ist, du musst dich damit nicht einfach abfinden. Denn wir wissen aus der aktuellen Studienlage zur Bewegungstherapie bei Hüftarthrose, dass gezielte Aktivität einen positiven Einfluss auf Schmerz, Beweglichkeit und Funktion haben kann. Ein Teil davon sind die aktiven Mobilisationsübungen der Hüfte. Sie können helfen, die Beweglichkeit zu verbessern und das Steifigkeitsgefühl im Alltag zu reduzieren. Und wie das genau funktioniert und was dabei im Körper passiert, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wenn wir über Hüftarthrose sprechen, denken die meisten an Knorpelverlust und einen verengten Gelenkspalt. Knochen reibt auf Knochen. Durch den Knorpelverlust verändert sich die Mechanik im Gelenk. Die Gelenkkapsel schrumpft und wird unelastischer. Als Reaktion auf die Schmerzen baut dein Gehirn eine Art von Schutzspannung in der umliegenden Muskulatur auf und deine Hüfte wird immer unbeweglicher. Das führt zu dem Gefühl, dass das Bein blockiert und führt langfristig zu einer dauerhaften Schonhaltung. Das Ergebnis ist oft weniger der strukturelle Schaden selbst, sondern eine eingeschränkte und oft schmerzhafte Bewegung im Alltag. Warum ist Bewegung, insbesondere die aktive Mobilisation, sinnvoll? Genau hier setzt die Bewegungstherapie an. Der aktuelle wissenschaftliche Stand zeigt ganz klar, Bewegung ist Medizin bei Arthrose. Große Studien belegen, dass gezielte Bewegungen Schmerzen signifikant lindern und die Gelenkfunktion im Alltag spürbar verbessern können. Wenn wir das Gelenk bewegen, triggern wir dabei 3 entscheidende Mechanismen. Die erste, die synoviale Versorgung, das Schwammprinzip. Da Knorpel keine Blutgefäße hat, lebt er von der Gelenkschmiere, das Synovia. Bewegung druckt verbrauchte Flüssigkeit aus dem Knorpel raus und sorgt frische Nährstoffe ein. Ohne Bewegung verhungert der Restknorpel regelrecht. Die zweite, Reduktion der Steifigkeit. Durch die Bewegung werden Verklebungen in der geschrumpften Muskelkapsel sanft gelöst. Das Gelenk wird buchstäblich wieder geschmiert. Und dann auch die neuromuskuläre Kontrolle. Durch die Mobilisation feuern Rezeptoren im Gelenk Signale an dein Gehirn. Das Gehirn merkt, das ist Bewegung möglich, ohne dass etwas kaputt geht. Und senkt dann die schmerzhafte Schutztonung den Muskel. Eins ist mir wichtig zu sagen. Wir können die strukturelle Arthrose nicht rückgängig machen. Der Knorpel wächst durch die Übungen nicht magisch nach. Aber, und das ist das Entscheidende, wir können die Funktion deiner Hüfte massiv verbessern. Ein Gelenk mit Arthrose, das gut geschmiert, beweglich und von einer starken Muskulatur umgeben ist, kann im Alltag absolut schmerzarm und leistungsfähig sein. Was bedeutet das denn konkret für dich? Welche Effekte sind denn laut der Studie realistisch? Studien zeigen, dass du durch aktive Mobilisation deine Beweglichkeit bis zu 30% verbessern kannst. Das bedeutet, dein Schritt wird wieder länger und das Gehen fällt dir leichter. Zudem nehmen die zähe Morgensteifigkeit nachweislich ab und Alltagsdinge wie Treppensteigen oder Socken anziehen klappen wieder viel besser. Das Ganze ist natürlich keine Magie, sondern biologische Anpassung. Laut Studien zeigen diese Erfolge vor allem dann, wenn du 3 bis 5 Mal pro Woche für ein paar Minuten aktiv wirst. Regelmäßigkeit schlägt hier die Intensität. Und welche Übungen du ab heute machen kannst, um deine Hüfte wieder beweglicher und schmerzarm zu kriegen, das zeige ich dir jetzt. Und wir beginnen auf dem Rücken liegend. Deine Beine sind erstmal aufgestellt
Und du wirst jetzt mit deinen Händen beide Knie festhalten. Bring beide Beine gleichzeitig zu dir ran, so weit wie du kannst, Richtung Brust. Und dann mit Hilfe von deinen Händen mach jetzt einen großen Kreis. Versuch die gleichmäßig zu machen. Beide Hüfte gleichzeitig und gleichmäßig. Schließe den Kreis wieder und dann beginne das Ganze wieder von vorne. Zur Brust hin, so weit wie es geht. Dann breit auseinander einen großen Kreis machen, etwas nach unten zu bringen und dann schließ sie wieder. Diese Bewegung solltest du jetzt erstmal 20 Mal durchführen. Versuche den Kreis jedes Mal etwas größer zu machen. Bring sie zu dir ran, um erstmal die Schmiere gut zu verteilen. Die Synovie im Gelenk, die willst du jetzt haben. Nachdem du diese Bewegung durchgeführt hast für 20 Mal, dann beginnst du, das einseitig zu machen. Beginne erstmal mit der Seite, falls du eine Seite mehr Beschwerden hast, die sollst du als letztes nutzen. Das heißt, wenn du jetzt mehr Beschwerden hast auf der linken Seite, wirst du die linke Seite strecken, auf dem Boden lassen. Das Bein bleibt jetzt komplett auf dem Boden und rechts versuchst du jetzt einen großen Kreis zu machen. Das, was geht, bring das Bein wieder nach innen und dann wieder zu dir rüber. Mit deiner linken Hand hältst du das linke Bein unten auf dem Boden und du machst 10 Wiederholungen auf die rechte Seite, um dein Gehirn zu zeigen, was geht, was normal für dich ist. Achte darauf, dass das Becken so lang wie möglich auf dem Boden bleibt und dass du die Bewegung hauptsächlich von der Hüfte her holst. Bewege es 10 Mal, zuerst auf der gesunden Seite. Bring dann das Bein nach unten und du wirst das gleiche nochmal machen mit deiner linken. Bring dann das linke Knie zu dir ran, so weit wie du kannst. Achte aber darauf, dass das rechte Bein unten auf dem Boden bleibt. Drück mal vielleicht ein bisschen nach mit deiner Hand. Und jetzt mach einen großen Kreis. Nach außen ganz weit, nach innen und zieh dann das Bein wieder zu dir ran. Ganz weit zu dir ran. Wenn du rausgehst, nach außen, versuche, dass dein Gesäß nicht vom Boden hochhebt, sondern ganz bewusst mit der Hand drückst du nach unten und die andere Seite, die schmerzhafte jetzt, machst du einen großen Kreis. Wieder zu dir ran und dann einen großen Kreis wieder nach außen. Und dann machst du auch ebenfalls hier auf der betroffenen Seite nochmal 10 Wiederholungen. Wenn du diese 10 Wiederholungen fertig hast, dann machen wir gleich weiter mit der zweiten Übung. Und zwar, jetzt bringst du deine beiden Hände auf den Boden. Deine Beine sind erstmal gestreckt. Und dann beginnst du jetzt mit der schmerzhaften Seite. Das heißt, du wirst das Bein zu dir anziehen und mit der gegenüberliegenden Hand ziehst du dann dein Knie nach innen und auch nach unten Richtung Boden. Bei dieser Übung ist jetzt das Ziel, dass dein Knie der Boden toucht, dass es berührt. Du versuchst dein Bein komplett in die Beugung reinzubringen, aber auch, dass es schließt, dass es über die andere Seite rüber geht. Drück sie hier nach unten und halte es hier jetzt für 30 Sekunden. Ziel ist, dass du in dieser gesamten seitlichen Partie von der Hüfte eine gute Dehnung spüren kannst. Die andere Hand versuchst aber ganz bewusst noch auf dem Boden zu lassen, um diese Drehung auch in der Lendenwirbelsäule zu erzeugen. 30 Sekunden auf zuerst der schmerzhaften Seite und dann kommst du langsam wieder zurück zur Mitte. Beide Hände bleiben auf dem Boden. Jetzt beugst du die andere Seite zu dir ran und versuchst jetzt das rechte Knie nach unten Richtung Boden zu bewegen. Und du gibst dir noch ein kleines bisschen Unterstützung mit der Hand, dass du das Knie komplett nach unten Richtung Boden führst. Du kannst das Knie auch ein kleines bisschen strecken, wenn es dir lieber ist. Wichtig, dass du in dieser Partie die Außenseite von deiner Hüfte, da musst du die Dehnung auch gut spüren können.
30 Sekunden bleibst du auch in dieser Position, um sie dann wieder zur Mitte zu bringen und das Ganze dann halt je Seite mindestens 2 bis 3 Mal wiederholen und jeweils 30 Sekunden bleiben. Und jetzt machen wir gleich weiter mit der Drehbewegung der Hüfte. Wenn Patienten eine Arthrose haben an der Hüfte, dann verlieren sie als allererstes auch die Innenrotation. Und genau die wollen wir erhalten, wenn möglich sogar noch verbessern. Dafür solltest du jetzt ein Kissen holen, am besten eine, die etwas weicher ist, damit es für dein Gesäß bequemer wird. Du stellst deine Beine etwas mehr als hüftbreit auseinander und dann versuchst du ganz bewusst, deine Knie nach unten zu bewegen, Richtung Boden. Das Gesäß hebt so wenig wie möglich von dem Kissen hoch. Du drehst dein Knie komplett nach innen, lässt aber die 90 Grad, das wird deine Hebelwirkung verbessern. Gehst wieder zur Mitte und dann kommt die andere Seite. Auch die solltest du jetzt nach innen drehen. Forciere die Bewegung noch ein kleines bisschen. Damit hast du die volle Innendrehung der Hüfte. Geh dann wieder zur Mitte. Und das ist ein super Test, um zu schauen, ob du einen Unterschied hast, ob rechts und links anders sind. Vor allem dann, wenn du wirklich eine Arthrose hast. Und dann geht es in die Gegenrichtung. Jetzt lässt du das Bein so weit wie möglich nach außen fallen, nach unten Richtung Boden. Drück dein Knie nach außen weg, das andere bleibt hier oben. Achte darauf, dass die nicht nach unten kommt, weil dann verlierst du an Effektivität von der Übung. Kommst dann wieder zur Mitte und dann machst du das gleiche nochmal in die andere Richtung. Ganz weit, breit nach unten in 90 Grad. Und dann wieder zur Mitte. Und das Ganze wiederholst du jetzt für 12 Mal. Knie nach innen, so weit wie es geht. Versuch bei jeder neuen Bewegung etwas mehr nach unten zu kommen. Dann wieder zur Mitte. Vergleiche mit der anderen Seite. Wieder nach unten. Ziel ist, dass du irgendwann das Knie fast zu Boden bekommst. Beine beide aufgestellt, dein Rücken ist gerade. Rutsch mal wieder ein bisschen nach hinten, falls du ein bisschen verrutscht bist. Und drück dann das Knie nach außen, so weit wie es geht. Dreh die Hüfte komplett nach außen in die Außendrehung, zur Mitte und dann die andere Seite. Komplett raus, lass das Gesäß so weit wie möglich unten auf dem Kissen und komm dann wieder zur Mitte. Und diese 4 Bewegungen, nach innen drehen, die andere Seite nach innen drehen, nach außen drehen und dann die andere Seite nach außen drehen. Mindestens 12 Wiederholungen sollen das werden und im besten Fall machst du das sogar 2 Mal. Wenn dir dieses Video gefällt und du mehr wissen möchtest, wie du von zu Hause aus mit einfachen Übungen deine Gesundheit verbessern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Wir haben die Hüfte jetzt bereit gedreht und auch gebeugt. Und jetzt geht es um die Spreizung. Vor allem dann, weil wir diese Bewegung im Alltag viel zu wenig nutzen und dann unsere Beine sehr häufig auch einfach in diese X-Stellung reinfallen. Um diese Beweglichkeit zu verbessern, solltest du ein Kissen auf den Boden legen und direkt davor stellst du dann einen Stuhl, damit du dich festhalten kannst. Jetzt beugst du die eine Seite auf, dein Fuß soll nach außen zeigend und dein Becken bleibt möglichst oder du bleibst möglichst nach vorne zeigen, zu dem Stuhl hinschauend. Und von dieser Position aus lehnst du dich jetzt in der Hüfte rein, damit das Knie seitlich nach außen geht, über deinen Fuß. Hier an der Leiste solltest du dann eine gute Dehnung spüren können. Lass die Spannung wieder los und geh dann wieder in diese Position rein. Hier an der Leiste eine gute Dehnung solltest du spüren. Dein Bein oder deine Hüfte zeigt nach außen und bewegt sich auch weiter nach außen weg. Oberschenkel direkt über den Fuß,
Kurz ein paar Sekunden da bleiben, lass die Dehnung wirken und dann gehst du wieder zurück. 15 Wiederholungen solltest du durchführen. Am besten machst du zuerst die Seite, wo du keine Beschwerden hast, um dein Gehirn, um deinen Kopf auch zu zeigen, was möglich ist. Was ist denn dein Limit? Wie weit kommst du da auf die gesunde Seite? Und das soll dein Referenzpunkt sein. So soll auch die schmerzhafte Seite sich bewegen können. 12 Wiederholungen auf der einen Seite und dann das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Bring das Kissen jetzt unter deine rechte Seite. Die linke Hüfte ist jetzt zur Seite gespreizt. Dein Fuß zeigt seitlich. Der Stuhl ist nur dafür da, fürs Gleichgewicht. Und dann lehnst du dich seitlich weg, bis du in der Leiste eine gute Dehnung spürst. Knie direkt über den Fuß und dann langsam wieder zurück. Weit seitlich weg, Knie über den Fuß und dann wieder zurück. 12 Wiederholungen sollen das mindestens werden. Geh langsam rein, bleib ein bisschen. Du kannst auch so endgradig ein bisschen federn. Das wird die Beweglichkeit noch mehr zu verstärken. Und dann wieder zurück. Und im besten Fall, bevor wir zu den letzten Übungen gehen, machst das Ganze noch eine zweite Serie. Weil wir als letztes unser Hüftbeuger dehnen wollen. Genau diese Muskelgruppe ist bei Patienten oder bei Menschen mit Hüftschmerzen sehr häufig verkürzt und an der Beweglichkeit eingeschränkt. Und wenn du die Hüfte zu viel in der Beugung hältst, dann kannst du sie zu schlecht strecken. Und die Streckung ist wichtig fürs Gehen, aber auch für deinen Rücken, damit nicht plötzlich der Rücken noch anfängt weh zu tun. Und das Bein, was du jetzt dehnen willst, das bringst du nach hinten auf so ein Kissen drauf. Das andere Bein beugst du jetzt nach vorne. Und das Ziel ist jetzt, dass du mit dem gesamten Rumpf vorwärts gehst, bis du in der Hüfte eine schöne Dehnung spürst. Hast du den Punkt erreicht? Vielleicht musst du den Stuhl noch ein bisschen weiter nach vorne schieben. Das Gewicht, dein Körpergewicht ist gut verteilt zwischen das vordere Bein und das hintere Bein. Denk dran, etwas unter das Knie zu platzieren, damit das Knie jetzt halt nicht anfängt weh zu tun. Und dann schiebst du die Hüfte nach vorne. Bewegst du dich nach vorne, bis du vorne an der Leiste, an der Hüfte eine leichte Dehnung spürst. Und wenn du die Position erreicht hast, dann gibst du noch so 30 kleine Impulse, um diese Dehnung zu verstärken und immer noch ein kleines Tick mehr. Du lässt es ein kleines bisschen los und dann verstärkst du das noch mehr. Schön in die Beugung rein. Wichtig ist, dass du den Oberkörper versuchst, etwas gerade zu halten, dass du nicht zu doll in den Hohlkreuz gehst. Und dann bleibst du in der Position für 30 Impulse, was ja ungefähr auch eine halbe Minute sein wird. Und wenn du das fertig hast, es schadet ja nie, auch die andere Seite zu trainieren. Schieb das Kissen ein kleines bisschen zur Seite. Großen, langen Schritt nach vorne. Lehn deinen Oberkörper auf der Lehne vom Stuhl ab. Du kannst auch noch versuchen, das Bein ein kleines bisschen weiter nach hinten zu schieben. Und ebenfalls hier versuche nun, das Becken noch weiter nach vorne zu bringen, damit du deine Dehnung an der Hüfte hast. Bleib da für mindestens 30 Sekunden und gib immer so rhythmisch, weil auch das ist extrem wichtig für die Synovie, dass wir diese Schmierflüssigkeit gut verteilen können. Rhythmisch in die Bewegung rein und raus. Wichtig ist, löst nie komplett die Spannung, weil du willst ja immer ein kleines bisschen weiterkommen. Wenn du dich nur in diese schmerzfreien oder in diese dehnungsfreien Bereich bewegst, dann erreichst du fürs Gelenk nicht so viel. Und auch hier, wie bei allen anderen Übungen, solltest du dann mindestens 2 bis 3 Serien durchführen. Diese 5 Übungen können dir gut dabei helfen, deine Beweglichkeit von der Hüfte deutlich zu verbessern. Wie gesagt,
Führe sie mindestens 3-mal in der Woche durch und probiere bei jeder neuen Trainingeinheit ein kleines bisschen weiterzukommen. Deine Hüfte wird es dir danken. Und ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!